So sieht mein hausgemachter Döner aus. Natürlich eine geile Curry-Joghurt-Soße. Brot darf nicht fehlen. Zuerst benötigen wir 1 Kilogramm Hähnchenbrust und schneiden sie in feine Streifen, damit wir sie später schön spießen können. Aber davor werden wir sie reichlich marinieren. So sieht das feine Stück aus. Eine große Zwiebel. Wir brauchen nur Zwiebelwasser, kein Kompost. Knoblauchzehe kann auch mit rein. Was wir benötigen, ist nur der Saft. Wir haben hier 70 bis 80 Milliliter Öl, 1 Teelöffel Paprika edelsüß, 1 Teelöffel Chiliflocken, 1 Teelöffel Thymian, 1 halber Teelöffel Pfeffer, 1 halber Teelöffel Kreuzkümmel, 1 halber Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Tomaten-Paprikamark. Gut miteinander vermischen. 3 Teelöffel Joghurt, zweimal und dreimal. Einmal unser Hähnchen, darauf unsere coole Marinade. Mit Alufolie oder Frischhaltefolie abdecken, 4 bis 6 Stunden im Kühlschrank stehen lassen. Let's go. Eine große Zwiebel, die halbieren wir. Und hier habe ich 2 Spieße. Die werden einmal so gespießt, einmal von der Seite. Unser Fleisch, was schön mariniert wurde. Einmal von der. Ist eigentlich ein ganz leichtes Rezept. Jetzt kommt unsere andere Hälfte. Perfekt. Und da haben wir unseren Spieß. So, das kommt jetzt bei 180 Grad etwa für, sagen wir mal, 80-90 Minuten in den Backofen. Eine schöne Tomate. Ich habe die Spitzen gekürzt, damit es in den Backofen reinpasst und Backpapier drüber gelegt. Wir machen ja Döner. Was darf nicht fehlen? Natürlich die Soße. Wir haben hier 3 Esslöffel Joghurt, 4 Esslöffel Ketchup, 2 Esslöffel Mayo, 1 Teelöffel Curry oder auch 2 Knoblauch, eine Zehe Essig, 1 Esslöffel, 2 bis 3 Esslöffel normales Öl, 1 Teelöffel süße Paprika, etwas Salz und etwas Chili. Meine Damen und Herren, was ist das? Ups, meine Mutter wird böse. Was für eine Farbe kommt denn, wir jetzt alles schön miteinander vermischen? Eine wirklich sehr coole Soße, kann ich nur empfehlen. Für unseren Dönersalat natürlich die Tomaten in Streifen schneiden. Unsere Zwiebel. Natürlich etwas Kopfsalat. Schneiden wir auch schön die Streifen. Nach den 80 Minuten Backpapier entfernen und für eine halbe Stunde weiter backen. Für unseren Dönerbrot brauchen wir Mehl Typ 550. Dazu 9 Gramm Salz und 12 Gramm Zucker. Alles gut miteinander vermischen. Hier haben wir 350 Milliliter sehr kaltes Wasser. Es kommen 15 Gramm Hefe mit hinzu. Das tun wir jetzt 5 Minuten lang kneten. Was für eine Land. Jetzt fügen wir weitere 17 Milligramm Olivenöl mit rein. Und drauf, besser gesagt. Weitere 5 Minuten lang durchkneten. Das tun wir jetzt für 1,5 Stunden lang ruhen lassen. Die 1,5 Stunden sind rum. Mein Teig, wow, sehr schön aufgegangen. Die Arbeitsplatte mit etwas Mehl bestreuen. Was für eine Land. Jetzt ziehen wir das schön in die Mitte. Je 100 Gramm Teiglinge formen.
Mehl auf die Arbeitsplatte, von außen nach innen kneten, gut verschließen. Ziel Nummer 1. So einen Ball formen. Ich habe 8 Teiglinge rausbekommen. Jetzt machen wir ein Tuch drüber und lassen es für 15 Minuten ruhen und dann geht es weiter. Die 15 Minuten sind rum. Jetzt können wir anfangen. Schaut mal, wir brauchen diesen Durchmesser. 10 bis 15 cm besser. Noch ein bisschen. Diesen Backform mit Wasser stellen wir jetzt runter. Ich habe sie zum Schluss nochmals für 20 Minuten ruhen lassen. Den Backofen auf 250 Grad vorheizen und 8 bis 10 Minuten schön goldbraun backen. So, die nächsten Pasteten sind auch fertig. Döner Kebab. Zwiebel, Murat sein Döner. Ein selbstgemachter Döner mit Hähnchenfleisch. Probieren wir mal. Mit vollem Mund spricht man nicht. Wir sehen uns im nächsten Video. Murat kocht weiter. Ciao. Und genau so ist der Murat nach einem Videodreh. Maşallah. Oh. So, bisschen Zwiebel. Bisschen Tomaten. Noch ein bisschen. Haydi.